Hallo, im heutigen Video möchte ich euch verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie man Muster auf Leder übertragen kann, einzelne Muster oder auch sich wiederholende, wo es noch spezielle Tipps und Tricks gibt. Als erstes hier die Standardmethode. Dafür braucht man natürlich erstmal ein Muster, was ich hier gerade kurz aufzeichne. Ist das Muster fertig, was wir später punzieren wollen, brauchen wir jetzt Tracingfilm und pausen das vorher gezeichnete Motiv einfach mit Bleistift ab. Es gibt auch diese kleinen Leuchttische, wer ansonsten etwas Probleme hat. Die kann man auf 3 verschiedene Helligkeitsstufen einstellen, wie man hier sieht. Die sind nicht besonders teuer und ganz hilfreich. Der Vorteil von diesem Tracing-Film ist, dass er mehrfach wiederverwendbar ist. Mittlerweile gibt es den auch bedruckbar, dass man sich diesen Arbeitsschritt mit dem Durchpausen mithilfe eines Bleistiftes sparen kann. Eine Bezugsquelle in Deutschland zumindest verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Als Alternative, aber nicht so haltbar, kann man normales Transparentpapier nehmen, aber bitte welches mit Minimum 110, 115 Gramm pro Quadratmeter. Die regulären aus dem Schreibwarenbedarf haben nur 80 Gramm pro Quadratmeter und gleich werdet ihr sehen, dass wir diesen Film auf feuchtes Leder auflegen werden und wie gesagt, diese dünneren Transparentpapiere, die würden sehr schnell wellig werden und reißen. Als nächstes nun das Leder anfeuchten mit Wasser, etwas einziehen lassen, dann unseren Tracing-Film mit einem Stück Klebestreifen auf dem Leder befestigen und mit einem Stylus mit moderatem Druck durchpausen. Auch dieses Werkzeug werde ich euch unten in die Videobeschreibung schreiben. Am besten nur an einer Seite festkleben, dann kann man den Film immer mal anheben, um zu schauen, ob man irgendwelche Stellen vergessen hat. Hier ist es ja nur eine kleine Blume. Wenn man ein größeres Motiv hat, ist es dann ganz hilfreich, dass man zwischendurch mal nachschauen kann, was man noch alles übertragen muss. Bis jetzt ist alles nur Standardmethode. Jetzt könnte man mit den anderen Punziertools weitermachen, aber wir wollen ja jetzt aus unserem Motiv eine wiederverwendbare Vorlage machen. Bevor es damit weitergeht, muss unser Motiv aber noch mit dem Swivel Knife eingeschnitten werden. Also wird diese Blume jetzt ausgeschnitten. Die inneren Bögen, um die sauber ausgeschnitten zu bekommen, stanze ich die erst mit runden Lochstanzen aus und nehme nachher ein scharfes Messer und schneide an den Außenlinien das Motiv aus. Zum Ausschneiden nehme ich hier jetzt eine kleine Schneidematte, die ich mir unterlege. Hier nun das ausgeschnittene Motiv und noch ein zweites. Zum Abschluss kommt noch eine Schicht Tencoat oder ein anderes Finish eurer Wahl auf dieses Leder. Wir wollen es ja wiederverwenden und durch diese Schicht Finish bekommt es einen Schutz, weil wir es ja mehrfach dann auf feuchtes Leder wieder auflegen werden. Hier zeige ich euch jetzt, wie man diese Schablone sozusagen benutzt. Hier zeige ich das jetzt nur auf einem Stück Resteleder. Normalerweise ist es dazu da, bei größeren Lederflächen mit wiederkehrenden Motiven dieses Motiv halt nicht x-mal zu zeichnen, sondern das über die Schablone mehrfach auf euer Leder aufzubringen, sodass ihr das restliche Motiv auf dem Leder, wenn es wieder getrocknet ist, mit Bleistift aufzeichnen könnt.
Hier haben wir nun die Umrandung von unserer Schablone, die wir ganz normal mit dem Swivel Knife wieder einschneiden können. Wir kommen gleich noch zur Anwendung auf einem Gürtel, was für die meisten von euch am interessantesten sein wird. Der Vorteil bei immer gleichen Motiven ist halt, dass sie wirklich identisch sind und nicht sich immer wieder verändern durch ungenaues Abzeichnen vom Tracingfilm. Jetzt nun zu wiederkehrenden Motiven auf einem Gürtel. Hier habe ich so ein keltisches Muster, was ich für einen Kunden gezeichnet habe. Auch hier erstmal Standardverfahren, ein Stück Tracingfilm auflegen. Die Randlinien vom Gürtel und die Nahtlinie zeichne ich mir mit einem Lineal an und übertrage dann das Motiv, wie gehabt, mit Bleistift auf den Tracingfilm. Jetzt nehme ich ein Stück Riemen in der Breite des Gürtels, den ich später produzieren möchte, feuchte das Leder an, lege den Tracingfilm auf und übertrage das Muster mit meinem Stylus. Erstmal alles wie gehabt. Auch hier wird das Muster mit dem Swivel Knife eingeschnitten. Und danach mit einer Schicht Finish versiegelt. Hier habe ich ein Reststück von einem Gürtel, welches ich jetzt nehme, um euch das Verfahren zu zeigen. Auf diesem Gürtelende habe ich die Nahtlinie mit einem Groover schon aufgebracht. Mithilfe des Tracingfilms markiere ich mir in der Nahtlinie, bis wohin mein Motiv gehen soll. Auf meiner Schablone habe ich 1 Zentimeter zwischen dem Ende der Schablone und dem Motiv gelassen. Jetzt lege ich meine Schablone an die Markierung, die ich mir gemacht habe, und gehe mit dem Hammer über das komplette Muster. Vorsichtig, dass die Schablone nicht verrutscht, immer gut festhalten. Jetzt ist das erste Muster übertragen und nun kann ich die obere Kante meiner Schablone direkt an das Muster anlegen und wieder das nächste folgende Muster mit dem Hammer übertragen. So habe ich jetzt meinen Zentimeter Abstand zwischen den beiden Mustern, so wie ich es gerne haben möchte. Und so würde ich weitermachen auf einem kompletten Gürtelriemen, bis alle Muster aufgebracht sind. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen und wir sehen uns beim nächsten Video.